Es ist Herbst. Ich habe Arthrose. Darf ich das sagen? Hab keine Diagnose. Ob dir das Wort Behindert zusteht. ist, worum es heute In diesem Podcast geht. Rampe. Reicht. 20 Minuten Podcast über... Heute reden wir darüber, ob Mensch eine Diagnose braucht, um sich zum Beispiel behindert, krank oder verrückt nennen zu dürfen, in Anführungsstrichen. Genau. Ich bin schwarz-rund und zurzeit schreibe ich noch immer an meinem Roman und an meiner Masterarbeit. Ich bin Simut hier und zurzeit schreibe ich an ein paar neuen Scenes und noch anderen Projekten. Nice. Ja, das ist die zweite Staffel von Rampe reicht und ich frage mich, wie kommst du zu dem Thema, Sima? Ja, das ist ja sowas, was ich denke, die meisten behinderten Leute, sage ich mal, sich denken. Und wir haben auch zwischen den Staffeln jetzt auch einige E-Mails gekriegt und Fragen, wo Leute das uns tatsächlich direkt gefragt haben. Wenn ich jetzt so und so bin, darf ich mich dann so und so nennen? Ja, voll. Teilweise auch in Klammern. Also sowas wie, ich bin bla und ich glaube, ich habe das und das, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt behindert nennen darf. Genau. Genau. Deswegen wollen wir darüber reden heute. Ich habe zu dem Thema den Zugang, weil es zum Beispiel meine Hauptdiagnose bis 2022 gar nicht im ICD-10 gab. Ja, das ist ja echt, glaube ich, so wirklich Textbook-Beispiel, Ja. Was bestimmt viele auch durchgemacht haben, vor allem wenn es um so seltenere Sachen geht oder halt Sachen, die sehr schwer diagnostizierbar sind oder halt auch, wenn Mensch keinen Zugang hat zu zum Beispiel diagnostiziert zu werden. Genau, oder wenn halt gesellschaftliche Ebenen verhindern, dass Mensch diagnostiziert wird. Zum Beispiel als Transperson, das ist total gefährlich in Deutschland mit Diagnosen in medizinische Transition zu gehen. Oh ja. Weil das einem nicht unbedingt helfen wird. Nee, auf keinen Fall. Und als schwarze Person gibt es Sachen, die einfach niemals von einem diagnostiziert werden würden. Genau, vielleicht können wir das so aufteilen, dass wir erstmal drüber reden, was so Sachen sind, die bei uns Diagnostik erschwert haben. Oh ja. Weil ich habe das Gefühl, das fehlt oft bei diesem Gespräch. Dann heißt es, ist das jetzt gut oder schlecht, sich selbst zu diagnostizieren? Und darüber zu reden, warum tun Menschen das eigentlich? Ja, vielleicht ist das wirklich ein guter Startpunkt. Möchtest du kurz erzählen, was bei dir... Genau, also ich habe ja gerade schon mal erwähnt mit der einen Diagnose, die ich habe, das ist CPTSD, beziehungsweise in Deutschland wird das dann wohl KPTSD heißen, was ich ein bisschen lustig finde. Genau, PTSD steht für posttraumatische Belastungsstörung und CPTSD steht für komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und genau, was dabei wichtig ist, ist komplex heißt nicht schlimmer oder weniger schlimm. Es ist oft fühlen sich Leute angegriffen, die nur PTSD haben und denken dann, du willst irgendwie extra sein. Ja, ich mit PTSD zum Beispiel bin jetzt ganz... Das große Komplexe. Ja, nein, weil meins nicht komplex ist. PTSD. Das ist jetzt wieder mal Ironie. Nee, genau. Also CPTSD heißt einfach, dass der Erfahrungszeitraum meistens früher lag. Es keine Realität gibt, auf die zurückgegriffen werden kann vor dem Trauma. Und sich das halt quasi ins Gewebe der eigenen Identität komplett eingewoben hat. Also ich sage immer so als Beispiel, wenn du einen Autounfall hattest mit 14, wird das wahrscheinlich PTSD sein. Ja. Und wenn du aber von Geburt an es nur kennenlernst, dass Autofahren bedeutet, dass jemand versucht, Unfälle zu bauen, um dich umzubringen, und das dann eine normale Beziehung zum Thema Autofahren wird, und du denkst, so ist das, dann ist das CPTSD. Also es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, aber... Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, weil ich tatsächlich oft gedacht habe, also ich weiß, dass es komplexes PTSD, okay. Komplexes CPTSD ist dann. Ihr wisst, was ich meine, ist, und ich dachte tatsächlich lange, und ich vergesse das auch manchmal und denke das immer noch, aber das ist wieder mein Autismus, dass es Childhood oder Kindheits-PTSD heißt. Ja, könnte ein Mensch denken, was glaube ich meistens der Fall ist. Aber der Begriff wird zum Beispiel auch verwendet, wenn jemand mit 18 heiratet und zum Beispiel in einer Sekte ist und dann darin 30 Jahre verheiratet ist, dann ist das auch CPTSD. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Gruppe von das Menschen auf jeden mitzudenken. Fall, ja. Aber vielleicht
Genau, es ist ja eine gute Aufklärung jetzt so, weil ich denke, viele das auch denken mit dem Kindheitstrauma, PTSD oder so. Also es ist auch das, aber nicht nur. Nicht nur, genau. Und das, weswegen halt diese Selbstdiagnose so wichtig für mich ist dass schlichtweg es mit CPTSD ziemlich gefährlich ist, manche Behandlungen zu machen, die für PTSD oder Depressionen das genau Richtige sind. Also das typische Beispiel ist zum Beispiel Eye Movement Deconstruction EMDR. Okay. Das heißt genauso. Und bei EMDR ist es so, dass du in sowas wie einen hypnotischen Zustand versetzt wirst durch ein monotones Geräusch. Also sowas wie Tick-Tack oder dass die Therapeutin auf deine beiden Wangenknochen klopft und dadurch rutschst du quasi gewollt ab, um dich dann auf einer anderen Ebene mit dem Trauma beschäftigen zu können. Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Therapieform. Mit CPTSD nicht so gut, weil halt alles, was monoton ist, zum Beispiel Uhren ticken und so weiter und so fort, bei mir mich nicht auf so eine Metaebene dahin bringt, sondern literally zurückbringt. Also, wie ich das immer beschreibe, ist der Unterschied ist, du kannst, wenn du vorher Auto gefahren bist, wenn du einen Autounfall hattest, kannst du darüber nachdenken, aber früher bin ich ja auch schon 20 Mal Auto gefahren und niemand hat versucht, mich umzubringen. Ja. Das war gut. Also kannst du langsam lernen mit dieser Strategie, dass quasi das überschrieben wird mit neuen Erfahrungen, aber auch mit alten Erinnerungen. Okay. Aber das gibt es ja bei mir nicht. Ja. Heißt, das Einzige, was du machst, ist die alten Erinnerungen über das jetzige Trauma zu schreiben und alles wird immer dicker und schrecklicher genau. Nicht gut. Nicht gut, genau. Und das ist halt bei ganz vielen Sachen so, deswegen ist halt diese Diagnose so wichtig und kommt jetzt ja auch endlich in die ICD-10 rein, also in diesen Diagnosekatalog. Ja. Aber deswegen sind quasi zwangsläufig alle mit CPTSD nicht offiziell diagnostiziert, weil es gar nicht geht. Genau. Was ja trotzdem nicht heißt, dass diese Menschen nicht die Diagnose haben, sondern genau. Das stimmt ja. Ja, und vielleicht ist das wirklich ein sehr gutes Beispiel mit diesem, wird als offiziell angesehen. Was gibt es nicht? Also das ist schon eine sehr strukturelle Ebene. Aber auch wenn man dann ins Kleinere geht, also einfach auf so Persönliches, mit zum Beispiel Diagnosen, die bekannt sind. Also mir fällt jetzt natürlich Autismus ein als eine Sache, die sehr verbreitet ist, aber da es halt vielen Leuten sehr schwierig ist, an Diagnose zu kommen. Erstens, weil es wirklich schwierig ist, Punkt, in Deutschland. Aber halt, weil oft auch noch nicht gesehen wird, dass Autismus ein Spektrum ist und bei unterschiedlichen Leuten sehr unterschiedlich sich manifestiert. Und der Gender Bias, oder? Genau, dazu wollte ich jetzt auch kommen, dass oft bei, sag ich mal jetzt, Frauen und Mädchen halt Autismus sich oft anders auf dem Spektrum manifestiert und deswegen oft nicht diagnostiziert wird. Und ja, weil halt auch viele Menschen mit, sag ich mal, Sexismus und Unterdrückungserfahrungen auch viel besser darin sind, sich anzupassen. Ja. Und deswegen oft nicht von außen bemerkt ist, sondern sehr oft von innen. Also kenne ich das bei mir und bei vielen anderen Menschen, die halt verschiedene Unterdrückungsformen erleben, dass das erstmal Mensch einfach denkt, ich bin irgendwie so und ich verstehe es nicht und dann trifft Mensch Leute und die sagen, ich bin auch so und dann lernt Mensch dazu und ist dann so, okay, wahrscheinlich bin ich das jetzt, aber dann ist auch die Frage vor allem dann im Erwachsenenalter, muss eine Diagnose überhaupt sein? Also ich kenne autistische Menschen, die keine Diagnose haben, haben nicht das Gefühl, dass sie das brauchen, was ich auch völlig legitim finde. Ich zum Beispiel habe mir eine Diagnose geholt, aber auch nur aus so einem bürokratischen Grund, nämlich um meinen GDB-Grad der Behinderung zu erhöhen. Ja, und ich glaube, wenn du meinst, dass es schwierig ist, daran in Deutschland zu kommen, an so eine Diagnose, ist ja auch dieses Ding, dass es meistens so einen Moment braucht von so einem Problemgefühl. Also jetzt behindert mich XY im Alltag. Und wenn du etwas grundsätzlich bist, ist es ja nicht, dass du, also bevor du es weißt, denkst du nicht, David, Autism again, sondern die Welt ist halt kompliziert oder. Ja, genau. Genau. Ja, und ansonsten ist es halt, also wir haben jetzt ja schon ein paar Ebenen angesprochen, also auch so, wer hat Zugang zum Medical System. Ja. So einen Neurologin zu finden, ist sehr viel schwieriger, wie manchmal einen Psychotherapeuten zu finden. Genau. Heißt, warum erst durch die Diagnostik gehen, bevor tatsächlich mir geholfen wird? Ja. Weil Neurologie einem ja nicht unbedingt aktiv hilft, sondern die geben einem halt vielleicht Medikamente
Und eine Diagnose. Aber genau, wenn du jetzt sagst, so, eigentlich will ich meine Ausbildung fertig machen. Genau. Und komme aber mit den Depressionen nicht klar. Ja. Gehst du vielleicht eher in eine Tagesklinik, wie erstmal dich diagnostizieren zu lassen, so. Genau. Also es gibt so plenty of reasons, warum es einfach praktisch ist, eine grobe Ahnung zu haben, was man hat, bevor die Diagnose da ist. Und auch den Bias zu wissen. Also gerade wenn wir uns Fibromyalgie genau, ja. anschauen, oder eben Autismus und so weiter, Depression, bipolar sein, ist als schwarze Person unglaublich schwer, oder auch als Brown Person, damit diagnostiziert zu werden, weil Sachen rassifiziert werden und so weiter und so fort, genau. Ja, also das erstmal so zu dem Thema, warum tun Menschen das eigentlich? Und das ist gar nicht so unglaublich anders, wie alle anderen Menschen ticken. Es ist eher immer so eine situationsgebundene Sache. Wenn man eine Erkältung hat, sagt man ja auch, oh, ich habe Schnupfen, ich habe Husten. Genau. Warum ist da die Selbstdiagnose dann okay, aber bei einer etwas vielleicht komplexeren psychischen Sache oder anderen Sachen halt dann nicht. Also das ist ja halt auch dieses, wo ich denke, dass wir vielleicht auch nochmal um den Community-Aspekt sprechen sollten. Was bedeutet das? Bedeutet Community oder halt sich zu irgendwas, also teilzuhaben an irgendwelchen Gruppen, Austausch zu finden, weil eben viele behinderte, chronisch kranke Menschen, neurodivergente Menschen und so weiter, oft ist der einzige Zugang, den wir zu unseren Diagnosen in Anführungsstrichen haben, ist ja dann der medizinische, und das ist ja meistens nicht sehr unterstützend. Das ist ja, man geht einmal dann zum Arzt oder alle paar Jubeljahre oder Monate und dann sitzt Mensch alleine damit, und ich finde auch bei diesen Sachen ist halt der Austausch so unglaublich wichtig. Ich glaube, was mich daran stört, ist so krass dieses Bild von Copy-Paste. Also es gibt, letztendlich basiert ja viel immer auf einer Idee von Exklusivität, ne? Also wenn wir uns die schwarze Bewegung angucken, dieses Ding von, wir machen jetzt eine schwarze Politik und zu diesem Treffen sind nur schwarze Leute erlaubt, weil wir hier eine schwarze Politik forcieren wollen. So, in Bezug auf Schwarzsein macht das Sinn, weil das ist eine Kategorie, die uns zugeschrieben worden ist. Und dann sagen wir, okay, ihr schreibt uns zu, weniger wert zu sein. Uns als Gruppe der Schwarzen. Obwohl wir ja von verschiedenen Ländern kommen und weiß was ich was so. Aber dann nehmen wir genau eure Grenze, um uns damit abzugrenzen. Ja. So, weil wir nicht sagen, wir sind wirklich das Gleiche. Also es war nie die Idee, dass wir Schwarzen wirklich gleich sind. Sondern wir sagen, in diesem einen Punkt, in dieser künstlichen Abgrenzung zum Weißsein, erfahren wir das Gleiche. Und jetzt kommen weiße Behindertenaktivistinnen und sagen, nur die richtigen Behinderten dürfen hier mitmachen. Ja. Und berufen sich so ein bisschen implizit genau darauf. Und das würde jetzt zu weit führen, aber in der queeren Szene ist genau das, was zu einer krassen Transmisogonie führt. Oh ja. Dieses Abgrenzen vom Frausein. Immer auch mit dieser impliziten Berufung auf schwarze Gruppen, auf Asian-Gruppen, die sich selbst organisiert haben. Ja. Was halt überhaupt nicht hinhaut. So, ne? Und ich finde, bei Behinderung wird es dann richtig, 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 richtig schwierig und gefährlich. Weil erstens sind das auch genauso künstliche Kategorien, die aber die ganze Zeit auch noch neu künstlich gezogen werden. Ja. Es wird ja ständig neu geschrieben. Also zum Beispiel jetzt gerade bin ich jemand mit PTSD. Und 2022 wird das, was jetzt schon in dem Buch meiner Neurologin steht, umgeschrieben in CPTSD. Ja. Also das zeigt ja, wie künstlich wie wabernd die Grenzen sind. Und jemand, den wir euch schon öfter empfohlen haben, Jessica, macht halt auch nochmal klar, dieses Ding von Leuten abzuschreiben, dass sie die Krankheit sind, die sie sind, ist halt für die Community viel gewaltvoller wie 3 Leute, die vielleicht sagen, sie haben die ID, aber in Wirklichkeit haben sie irgendeine andere Persönlichkeitsstörung oder so. Ich sage damit nicht, dass das nicht schmerzhaft ist im einzelnen Moment. I totally get that. Aber es ist nicht das gleiche wie eine weiße Person, die versucht, schwarze Professoren zu machen. Nee. Aber es wird so gleichgesetzt. Ja. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich als Diskurs hinter dieser Kritik an Selbstdiagnosen steckt. Ja. Aus Behinderterperspektive. Auf jeden Fall. Also ich bin sehr pro Selbstdiagnose, und das müsste ja, finde ich, genauso gehandhabt werden wie andere Kategorien, die vielleicht ähnlich sein könnten, wie zum Beispiel sexuelle oder Geschlechtsidentität. Ja. Weil das ist ja auch sowas, das heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel mit Autismus, ich bin halt Autist, und das
wird sich halt auch nicht ändern. Das ist ein Teil von mir und ich habe es nicht selber ausgesucht. Und das ist so, also it is what it is. Und deswegen würde ich auch nie einer anderen Person irgendwie absprechen, die sagt, das ist jetzt meine Lebensrealität und das ist so. Und genau, wie wollen wir das denn kontrollieren? Wollen wir dann bei irgendwie einem Behindertentreffen sagen, alle sollen mit ihren Krankenscheinen oder, also es ist einfach absurd. Also es ist klar, wie es dann abgeschrieben wird wieder. Die Person, die zu feminin ist, um Autist zu sein. Die Person, die zu schwarz ist, um bipolar zu sein. Genau. Also dann merken wir schon wieder, welche Werkzeuge wir benutzen. Das sind die alten, verfluchten Werkzeuge, die rostigen, die in der Ecke liegen und wirklich längst hätten. Und ich glaube, noch so ein Aspekt, der dazu kommt, also jetzt haben wir quasi darüber geredet, warum kritisieren Behinderten-Community das? Ja. Aber was denkst du, warum kritisieren der Staat oder die Gesellschaft oder so das? Also, genau. Das ist eine gute Frage. Also was das mir als erstes einfällt, ist wahrscheinlich wirklich dieses, weil je mehr wir uns selber damit beschäftigen, wer sind wir, mit wem wollen wir zusammenarbeiten und so weiter, desto mehr können wir uns emanzipieren und zusammentun, um dann mehr Kraft zu haben. Also wie jetzt auch, also ganz viele Bewegungen. Veteranenbewegung fällt mir ein. Ja, sehr gut. Weil je mehr wir uns öffnen, uns connecten, zusammenarbeiten, desto mehr und je mehr wir sind, desto mehr Power haben wir und Macht haben wir, um irgendwelche Strukturen vielleicht zu ändern, oder? Und ich glaube, vielleicht, also mir fallen noch 2 Aspekte ein. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit greift, aber das eine wäre, es geht ja meistens um diese In-Between-Leute. Also zum Beispiel Leute, die einen Job hinkriegen, Geld verdienen, aber sagen, sie haben Schizophrenie, so als Beispiel. Wenn die jetzt anfangen, an der Gesellschaft zu partizipieren, dann ist es ja nicht irgendwer. Das sind die Leute, die genug im Kapitalismus funktionieren, um der Bewegung Geld zu geben, Struktur zu geben. Heißt, es wird gesagt, die zu gar nichts zu gebrauchen sind im Kapitalismus, wenn die sich organisieren, naja, gut, dann ist es halt so. Ja. Aber wenn auf einmal die In-Betweens, die ja gar nicht In-Between sind, mitmachen. Und das andere, was mir noch einfällt, ist ja immer diese Idee von Erschleichung von Benefits. Ach, ja, das ist wichtig, dass du das benennst, ja. Weil, und ich glaube, da ist mein absolutes Lieblingsgegenargument, was ich jetzt gar nicht genau sagen kann, von wem das ist, selbst wenn. Also zum Beispiel dieses, wir hatten gerade das Beispiel, dass eine Lehrerin dir mal vorher die Schule gezeigt hat, vom ersten Schultag. Ja. Und du dadurch halt dich besser auf die Situation anlassen kannst. Genau. Das wäre doch für alle Kinder cool. Das wäre wirklich sehr toll. Das wäre absolut autismusunabhängig. Ja. Eine total gute Sache. So. Also warum ist das dann so ein geheimes Erschleichungsding? Genau. Und nicht einfach eine Barriere, die abgebaut wird, die eigentlich allen was bringen würde. Genau. Ja, ich glaube, das sind so Punkte, die mit Selbstdiagnose zu tun haben. Also wenn ihr darüber quasi viel schimpft oder euch denkt, boah, die ganzen Leute, die jetzt immer sagen, sie haben OCD, das nervt mich auch. Ich habe Zwangsgedanken, also eine Unterkategorie von OCD. Vielleicht dreht ihr einfach einmal die Augen, aber haltet die Fresse, weil letztendlich schadet es mehr, allen ständig abzusprechen, zur Community zu gehören. Ja. Wie, ihr merkt schon, ne? Ich will schon fast nicht sagen, die Community behindert zu halten, reinzuhalten. Also, it already sounds fucking disgusting. Ja, wirklich. Und ja, vielleicht, wenn Leute so ein Wort quasi aus so Ableismus dann benutzen, dann, ich denke, es gibt Leute, die tatsächlich dann OCD haben und sagen, ich habe OCD und das heißt jetzt nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Und wenn man sich einfach irgendwie ein paar Sätze mehr mit so einer Person unterhält, glaube ich, wird das sehr schnell klar. Also ich glaube, die Grenze da ist halt auch sehr einfach zu brechen. Genau, ich glaube, da ist halt letztendlich keine klare Grenze. Und vielleicht ist es das, was für uns als Gesellschaft so krass schwer ist hinzunehmen. Genau, also darüber wollten wir heute mit euch quatschen, um euch so einen ersten Einblick zu geben und das hoffentlich auch in eure Communities so reinzutragen. Ja, so fangen wir jetzt an mit der 2. Staffel. So ein kleiner, leichter Einstieg. Oder nicht so leicht. I don't know. Aber es ist schön, wieder da zu sein. Falls ihr euch wundert wegen unserem kleinen Lied am Anfang. Also wir nehmen das jetzt im Herbst auf. Also wir lassen uns immer viel Zeit. Aber falls die arthrose Polizei zuhört und sich sagt, Moment. Jetzt? Dann könnt ihr mich anrufen und dann erzähle ich mal, was Ärzte bisher zu dieser Sache bei mir gesagt haben. Und dann, ja. Genau. Das war unsere Idee für den heutigen Podcast. Vielen Dank an alle, die uns E-Mails geschrieben haben und mit uns diese Unsicherheit auch geteilt haben. Auf jeden Fall. Und nennt euch als das, was euch Zugang zu Dingen verschafft.
weil Kapitalismus sollte niemals diese Dinge überhaupt irgendwem vorenthalten. Oh ja, genau. Vielen Dank auch an alle, die uns finanziell unterstützt haben über unseren PayPal-Account und über Patreon, wo wir überall als Rampereich zu finden sind oder rampereich@gmail.com, was unsere E-Mail-Adresse ist. Genau, und daran könnt ihr uns auch Fragen schicken. Wir würden uns total freuen, wenn ihr alle Fragen, die ihr rund um das Thema Behinderung und psychische Erkrankungen und psychische Divergenzen habt, einfach stellt. Ja. Traut euch. Es muss auch gar nicht perfekt formuliert sein. Ihr könnt anonym dahin schreiben. Ihr könnt schreiben, bitte lest es genauso vor oder um Himmels Willen, lest es bitte nicht genauso vor. Wir würden uns total freuen. Ja. Falls Schreiben irgendwie Kacke für euch ist, dann nehmt doch einfach eine kurze Sprache auf und tut ihr den Anhang von der E-Mail. Das ist auch gar kein Problem. Dann hören wir uns die einfach an. Ja, die nächste Folge gibt's dann in 2 Wochen, wie gewohnt. Wie gesagt, wir freuen uns, wieder da zu sein. Ihr erfahrt weiterhin alles auf YouTube und Instagram, Twitter. Überall alles Rampe reicht. Und ihr könnt uns auch folgen über Stitcher, über Spotify oder einfach über Podcast. Einfach über rampereich.de. Ja, genau. In den Feed einpflegen, falls ihr komplizierte RSS-Feed-NutzerInnen seid. Ja, und das war die erste Folge. Wir haben noch eine Empfehlung für euch. Passend zum Thema Selbstdiagnose wollen wir nämlich jetzt nicht ein krasses inhaltliches Input verlinken, was dann sagt ja oder nein, sondern wollen auf das Casa Cura verweisen. Eine neue Ressource, die hoffentlich sehr vielen helfen wird und worüber wir uns sehr, sehr freuen. Das ist nämlich eine Trans-Inter-Queer-Community und Health Center, was vor allem von BIPOC-Menschen organisiert worden ist und die genau jetzt schon offen hat und es dort sehr, sehr viele tolle Angebote und Kurse, alles gibt. Zugänge. Genau, in der ehemaligen Schokofabrik in Berlin. Und checkt einfach die Website casa-cura.com. Wir sind behindert, verrückt, selbstdiagnostiziert, verschiedene Sachen. Queer, trans, schwarz, müde. Und dieser Podcast ist es auch.